So Freunde, ich habe mir heute gedacht, wir machen mal was kein anderer macht. Wir gucken uns mal nicht die guten Düfte an, sondern wir gucken uns mal die Düfte an, die eben nicht so gut sind. Da wo die Parfumo-Bubble sagt, nee, das ist alles Schrott, alles Scheiße, könnt ihr in die Tonne treten. Und wo wir uns dann mit so einer liebevollen Überheblichkeit drüber hinwegsetzen können, sagen können, nein, ja, da habt ihr einfach keine Ahnung. Denn wir als Connoisseure und ConnoisseurInnen wissen natürlich, was ein guter Duft ist. Also nach dem Motto, schlecht bewertet, trotzdem geil. So, das war so die Grundidee. Ja, und zum Thema Einmaligkeit kann ich nur sagen, dann habe ich geguckt und festgestellt, hier Parfüm-YouTube hatte dieselbe Idee. Sehr schade. Und ich gucke da besonders zwei Leute an, nämlich den Jan von Eau de Fragrance und Timo. Habe ich im Auge und ich sag mal so, das wird definitiv ein juristisches Nachspiel haben, ist ja ganz klar. Also da die Anzeige ist raus und da werden die Kollegen in der nächsten Woche Post bekommen, müssen dann natürlich ihre Videos dementsprechend löschen, ist ja klar, weil wir sind hier das Original und nur bei uns gibt es schlechte Düfte trotzdem gut. Nein, doch. Oh. Also herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Mir geht es wirklich gut. Ich habe gute Laune. Deswegen lassen wir auch dieses spaßige Intro jetzt hier drin. Ich will das natürlich trotzdem ein bisschen relativieren. Also die lieben Kollegen, das war natürlich nicht ernst gemeint. Schönen Gruß an euch. Dann möchte ich auch niemandem seinen Geschmack abreden. Also Geschmack ist subjektiv. Und wenn da Leute bei Parfumo den Naxos besser finden als irgendwas, was wir jetzt hier gleich in die Kamera halten, dann okay, ist doch völlig in Ordnung. Hauptsache, jeder hat einen Duft, der ihn begeistert, dem gefällt, dann wollen wir jetzt hier kein Beef, wie man so neudeutsch sagt, anfangen. Das war einfach nur so ein kleiner spaßiger Aufhänger zum Reinkommen. Ihr kennt das ja. Und um wieder ernst zu werden, das ist natürlich hier alles im Februar aufgenommen. Das bedeutet, diese Rezensionen auf Parfumo sind ja sehr dynamisch. Das heißt, es kann sein, dass wenn ihr das jetzt im Sommer guckt, irgendwann, dass dann die Bewertungen sich schon wieder geändert haben. Aber kann nichts ändern. Wir fangen an mit dem ersten Duft aus der Liste. Das ist quasi der beste der schlechten. Und das ist hier dieser Hobel, nämlich der Blackout von Rito, ja, mit dieser Troddel noch dran und dieser imposanten Kappe. Und ich muss sagen, Rito hat ein ganz, ganz großes Problem aus meiner Sicht, und das ist, dass sich niemand für diese Marke interessiert. Dabei haben die sich so viel Mühe gegeben. Man hat hier dieses Ding und man hat eine Kappe, die schwerer ist als der Flakon und man hat irgendwie eine Box, die so groß ist, dass man eine extra Garage anbieten muss, um die da reinzukriegen. Also wenn man mehr als einen hat, bekommt man definitiv Platzprobleme oder muss irgendwie einen Statiker anrufen oder so. Und jetzt haben sie hier einen Duft von einem Parfümeur, ja, da kann man drüber streiten. Ich bin nicht so ein riesengroßer Fan von Chris Carbonell, aber das Teil, ich finde das einfach mega gut. Ich finde es ein geiles Ding. Noten werden nicht verraten, deswegen raten wir jetzt einfach mal. Ich würde sagen, Kunstoud, Safran, Castoreum, irgendwas Anisartiges, Opoponax, vielleicht sogar ein bisschen Weihrauch. Und das Ganze ergibt so eine Melange, das riecht einfach sehr teerig, sehr zäh, sehr schwer, sehr dunkel. Der Name Blackout insinuiert es ja schon, dass wir mit einem sehr dunklen Duft zu tun haben. Und diese Teerassoziation, das kommt eher daher, hier wird die Straße neu gemacht, da steht so ein Teerkocher. Und jeden Morgen, wenn ich da mit meinem Kaffee am Fenster stehe und den Blick auf den Schotterplatz da irgendwie genießen möchte, dann weht da dieser Teerrauch rüber. Und das hat tatsächlich so ein bisschen, hat mich an den Blackout erinnert oder der Blackout erinnert mich daran. Er ist ein schwerer, animalischer, dunkler Duft, der zu Unrecht hier mit dieser 7,3 bewertet ist. Der nächste Duft, den wir auf der Liste haben, ist der Rule of 72 von 2787. 2787, dahinter steht ja eine junge Frau. Ich kann euch den Artikel über sie mal einblenden. Ich muss sagen, mir ist der Name gerade entfallen, also Schande über mich. Vor allem, weil ich diesen Artikel extra in Vorbereitung auf dieses Video nochmal gelesen habe. Kommt eigentlich aus Hamburg, ist jetzt in Barcelona, soweit ich weiß. Deswegen wird auch 2787 als spanische Marke geführt. Und Rule of 72 ist eine Faustformel für die Zinsrechnung. Kann jetzt jeder mit dieser Information machen, was er will, was das mit dem Duft zu tun hat, keine Ahnung. Witzig ist, dass dieser Flakon ist ja so klein und weiß. Die haben einmal 27 und 87 Milliliter wegen 2787, ihr versteht. Aber der sieht ja so unschuldig aus, so weiß und ein bisschen matt und so klein. Und das Ding ist nicht minder krass als der Blackout davor. Wir haben hier einen ledrigen, rauchigen Duft, der in so eine Kojum-Richtung von Orto Parisi geht, aber ohne diese Animalik, aber von der Rauchigkeit ähnlich. Ja, man hat auch Oud, Guaiacol, was so eine Rauchigkeit gibt, vielleicht auch so ein bisschen der Vetiver in der Basis. Man hat Safran, man hat Kardamom, also so ein bisschen das, was man von so Lederdüften kennt. Der erfindet jetzt das Rad nicht neu, hat auch Leder, Ilang. Aber der ist trotzdem wunderbar gemacht und die Haltbarkeit ist wirklich brachial. Also das Ding, ihr sprüht das auf, ihr habt es eine Woche später noch drauf und ich bewerte das nicht. Für die einen ist das ein Kaufgrund, für die anderen ist es ein Grund, den Duft niemals zu kaufen. Ich will nur das jetzt einfach mal sagen, die Haltbarkeit bei diesem Ding ist brachial. Und wer einfach Bock hat
mal so einen wirklich würzig, rauchig, ledrigen Duft zu probieren, der schnuppert mal hier rein in die Zinsrechnung. Wie gesagt, also was das mit der Zinsrechnung soll, ich habe keine Ahnung. Weiter geht es mit dem Black Magenta von Diers & Durga. Und es ist so ein ganz schöner Ananasduft. Also diese Ananas zieht sich durch. Eigentlich sagen sie ja hier, das ist das Opening Pink Pineapple. Zusammen mit Galbanum und dann hat man Iris, Orangenblüte, Gartennelke, Balkantabak, Sandelholz, schwarzen Amber dann in der Basis. Ich sag mal so, das ist ein Ananasduft. Und wenn ihr das nicht mögt, braucht ihr den nicht probieren. Wenn ihr aber sagt, würde mich mal interessieren, aber ich finde eigentlich Ananas oft synthetisch und es gefällt mir nicht so gut und sowohl im Aventos als auch im Accento ist es nicht so mein Ding, dann probiert mal den Black Magenta aus. Diese Ananas finde ich persönlich geil und ich bin auch kein Fan von Ananas in Düften. Sage ich euch, wie es ist, aber auch gerade mit dieser leicht ambrierten Basis und dieser schönen Iris, die so eine ganz leichte Pudrigkeit dazu ergänzt, ist auch mittlerweile ein relativ starker Duft. Als ich den damals gekauft habe, war der noch nicht so stark. Ich bin da immer so ein bisschen skeptisch, was das Thema Nachreifung angeht. Könnt ihr mal im Zug gucken, da verkauft ja jeder irgendwie seinen Naxos, irgendwie 2 Jahre im Holzfass gereift für irgendwie den 3-fachen Preis. Moleküle verbinden sich über die Zeit natürlich besser und in dem Fall habe ich das Gefühl, ist das wirklich passiert. Also der war am Anfang sehr, sehr schwach. Mittlerweile ist es wirklich ein Brett. Richtig, also der muss man richtig aufpassen. Ne? Der hat ordentlich Power! Der nächste ist der Unbroken von Equality. Die machen ja immer hier in den Flaschen, meiner Meinung nach die Flakons, ne, lehnen sich so ein bisschen an dieses Le Labo-Ding an. Und das ist so ein Duft, der bringt mich einfach runter. Das ist so mein Happy Place. Ich finde, der riecht einfach wahnsinnig natürlich und der hat natürlich was, ja, wie soll ich sagen, esoterisch, da denkt man immer an Räucherstäbchen. Das meine ich nicht. Ne? Das ist eher so ein bisschen, ich glaube, bei so Yoga-Moms riecht es so zu Hause. Ne? So Palo Santo, Feige, bisschen Kamille, Thymian, rosa Pfeffer. Ne? Und dann hat man so ein bisschen Weihrauch, Myrrhe und unten dann so Sandelholz, so eine leichte Rauchigkeit vom Vetiver. Aber es ist einfach ein Brett und der ist einfach erschwinglich. Das ist mal nicht so ein teures Ding. Also wenn ihr sagt, diese Nischendüfte ist ja alles schön und gut, aber es kostet ja immer ein Vermögen, Alter. Und ich wollte irgendwie, keine Ahnung, noch meinen Kredit fürs Haus abbezahlen oder so. Könnt ihr euch den trotzdem kaufen. Der ist nämlich nicht so teuer und ist trotzdem ein ganz, ganz feiner Duft. Hat so ein bisschen was Zen-mäßiges. Bringt mich auf jeden Fall immer total runter. Ja. Der nächste Duft, den wir hier haben, ist der Times Square von Musk Milano und der ist gemacht von Bruno Jovanovic, kennt man auch vom Monsieur von Frédéric Malle. Und ist ein Duft, der hat es absolut verdient, dass der eine 7,0 hat und gleichzeitig auch nicht. Also, eins nach dem anderen. Der macht es einem nicht leicht. Wenn man den aufsprüht, also die Noten lesen sich eh schon mal crazy. Ja? Also wir haben einen Lippenstiftakkord, wir haben Haselnuss, wir haben Tuberose, wir haben Osmanthus und unten dann so Sandelholz und so. Das riecht man alles erstmal gar nicht. Man sprüht den auf und dann riecht er wie frisch gemähtes Gras. Der riecht wirklich fast schon penetrant, sehr hell, sehr grün, sehr scharf. Aber was dann im Raum steht, Freunde, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also der macht eine so tolle Sillage. Man darf halt, also später geht es dann auch, ne? Aber ich sag mal, direkt nach dem Aufsprühen nicht am Arm riechen, das besser nicht, Arm am besten weit weg. Aber das, was so um euch herum weht, da kommen auf einmal diese Noten durch. Man hat diese strahlend helle Tuberose. Es ist nicht so ein Iris-Lippenstift. Es ist schon sehr quietschig, sehr synthetisch, sehr süß. Es gibt mir eher so eine Pfirsichnote. Dann kommt ganz leicht so ein bisschen dieses Haselnussige rein, was dem Duft natürlich auch so ein bisschen was von seiner Quietschigkeit nimmt, so ein bisschen abrundet. Ist ein ganz tolles Ding, ist eine einzigartige DNA. Komplett crazy. Ich könnte mir vorstellen, dass der nicht allen gefällt. Mit einer 7,0 trotzdem unterbewertet, muss man einfach so sagen. Der nächste Duft ist hier von der Marke O-Top. Da wollte ich euch mal die ganze Marke vorstellen. Habe ich das Discovery Set bestellt, ist nie angekommen. Ich habe dann irgendwann einen Refund bekommen und jetzt kommt mal hier wieder die Polizei. Ich finde es gut, weil das ist so ein bisschen so ein wiederkehrendes Element bei uns in den Videos, dass hier immer einmal Streifenwagen durchs Bild fährt. So, O-Top. Haben wir nicht bekommen, konnten wir leider kein Video drüber machen. Ich habe mir dann den hier bestellt, den Oswald, weil ich mal Bock auf so einen grünen Duft hatte und Anne-Sophie Behagel auch irgendwie gut finde als Parfümeurin, die Noten spannend fand. Es soll sich um so einen Asphalt-Beton-Akkord drehen. Ne? Sie nennen den Duft ja Oswald wegen O-Top. Und ich habe die Kommentare zu dem Duft gelesen und viele Leute, und da muss ich mich leider mit einschließen, lesen statt Oswald Po-Spalte. Das ist jetzt eher, ich sage ja mal, kontraintuitiv für einen Duft, weil wenn der so riechen würde, wäre es schlecht. Tut er nicht. Man hat hier wirklich vor allem den Duft, wo dieses Labdanum Patchouli durchkommt. Man hat sehr viel Hölzer, man hat auch diesen Betonakkord. Ich finde den jetzt nicht so super griffig. Ne? Also wenn ihr jetzt wirklich denkt, dass das nach Beton riecht, nein, aber diese Assoziation, die man so hat, ne, wenn man so feuchten Beton riecht im Sommer oder auch feuchten Asphalt, das kommt schon durch. Man hat auch Amiris, Guayacolz, so ein bisschen was Wildledriges in der Basis und dann hat so Kaschmeran und so ein bisschen so diese typischen Aroma-Chemicals. Es ist ein synthetisch grüner Duft.
aber trotzdem irgendwie schön. 7,0, bisschen drunter. Ist jetzt auch kein Banger, bin ich ganz ehrlich. Aber als so ein Daily, auch fürs Office oder im Frühjahr geht es gut. Also eine 7,5 hätte ich dem locker gegeben. Eine 7,0 ist ja schon kurz vor Scheiße. Was einfach auch daran liegt, dass diese Parfumo-Skala, ihr kennt es ja, ne? Alles über 9 und alles unter 7 ist eigentlich unrealistisch. Und über 9 ist halt irgendwie gottgleich und alles unter 7 oder unter 8 vielmehr ist Schrott. Dann haben wir einen Duft, den finde ich absolut unterbewertet. Und da würde ich wirklich sagen, eine 7 ist frech. Das muss eine 8 sein. Das ist hier der Stefan Humbert Lucas. Der See My Love aus dieser Serpent Collection. Ist der Aquat. Ich mag keine Aquaten, aber das Teil. Wenn ich daran rieche, habe ich Bock, den aufzusprühen. Diese geile Mandarine ohne viel Zitrik, sondern sehr schön süß, zusammen mit maritimen Noten, Salz, bisschen was Blumiges vom Jasmin, bisschen was Ledriges und dann diese ambrierte Basis, die einfach wie so heißer Sand riecht. Kennt man ja vielleicht im Urlaub, wenn die Sonne die ganze Zeit auf den Strand geknallt ist, das, was man dann so riecht. Der riecht nach Urlaub. Jedes Mal mache ich so eine Lobhudelei, wenn ich daran rieche. Aber es ist auch so. Ich rieche das Ding und denke, fuck my life, warum ist Februar? Ich habe so Bock, den direkt zu benutzen. Also wie gesagt, gebt dem eine Chance, 7,0 ist totaler Quatsch. Die Leute, die das schreiben, haben einfach keine Ahnung. Es ist ein toller Duft und gerade für einen Aquaten absolut outstanding. Fantastisch, gut gemacht, well done. Nice. So, jetzt gehen wir mal so ein bisschen weiter runter, unter die 7er Grenze, 6,9. Also wir betreten jetzt den 9. Höllenkreis laut Dante. Ja, wir gehen nämlich nach Italien, wir gehen zum Filippo Soccinelli. Der hat nämlich um Weihnachten hier dieses Teil rausgebracht. Das ist der Ascetic Vanilla, also die asketische Vanille. Und das ist jetzt Soccinellis Take auf den Weihnachtsduft, ist da rausgekommen in dieser Superflo-Reihe. Und der war mal noch schlechter bewertet. Und da versucht er sich an so einem vanillig-karamelligen Gourmand. Also wir haben hier eine Vanillecreme, Milch, Karamell und so ein bisschen Hölzer, Moschus. Und der ist so brutal synthetisch, Freunde. Der riecht so nach verbranntem Karamell. Diese Ambrozenide, die da drin sind, die drücken so durch, die geben richtig so eine... Also die unterstützen schon so ein bisschen auch so was Kakaoiges, so ein bisschen ähnlich wie bei dem Herod von Andy Tauer. Aber gleichzeitig haben die auch so was holzig, verbranntes. Ich habe das Gefühl, da wird ordentlich mit dem Ambroxan überdosiert. Wenn man das nicht mag, könnt ihr das direkt vergessen. Braucht den Duft gar nicht ausprobieren. Wenn ihr aber sagt, ich habe mal Bock auf ein bisschen anderen Gourmand, auf einen, der so ein bisschen nach, ich sag mal, da ist die Weihnachtsbäckerei schon runtergebrannt, bis auf die Grundmauern, aber die Plätzchen sind trotzdem immer noch gut, dann könnt ihr den ausprobieren, ist halt ein Soccinelli. Was hätte er machen sollen? Hätte er jetzt hier plötzlich irgendwie mit einem Babycat um die Ecke kommen sollen? Wäre ja auch komisch gewesen. Also er macht sein Ding, er zieht durch, ist ein schräges Teil, muss man auf jeden Fall mal ausprobiert haben. Dann ein Duft, der einfach an seiner Positionierung krankt, Freunde. Und das ist der Soleil Brûlant von Tom Ford. Der hat hier eine 6,7, wird auch eingestellt. Hat Tom Ford gesagt, nee, das machen wir nicht mehr, haben wir keinen Bock mehr. Und ich sag euch, das liegt an der Positionierung. Die haben das Ding als Sommerduft vermarktet. Das ist natürlich auch total Banane. Wie kann man das machen? Also die haben den Soleil Brûlant genannt, dieser goldene Flakon, wie die Sonne und so. Und wonach riecht der? Ja gut, haben sie ein bisschen Bergamot, ein bisschen Mandarine in der Kopfnote. Und dann hat man schwarzen Honig, Orangenblüten Absolut, also so dieses Neroli, bisschen oldschoolig. Und unten Weihrauch, Harze, Vetiver, Leder, Amber. Freunde, das ist doch kein Sommerduft. Und das ist ja kein Wunder, dass das nicht funktioniert hat. Der hat einfach wirklich was harzig, würzig, Süßes mit dieser ganz typischen Orangenblütennote. Und hätten die das Ding anders genannt und im Herbst rausgebracht gesagt, hier, dein Duft für die goldenen Herbsttage. Ich sage euch, es wäre anders gelaufen. Jetzt war da eingestellt, schade drum, blöd gelaufen, Marketing bei Tom Ford, einfach Job nicht gemacht. Sorry an der Stelle, muss man einfach sagen. Also ist ein toller Duft, ist halt nur kein Sommerduft. So, wir kommen zum letzten für heute. Und das ist der schöne Sardonase von Nasomatto. Und ich muss euch sagen, auch hier ist das Storytelling an der Bewertung schuld. Ich sag's euch, wie es ist. Ja, okay, der hat diese bisschen urinöse Note, haben wir schon oft drüber gesprochen. Die einen riechen Honig, die anderen Pisse. Und es gibt auch dieses Video, ich verlinke euch das, wo der Gualtieri unterm Club hängt und dann die Pisse von den Leuten da in den Flakon abfüllt. Alles klar, aber im Endeffekt ist das trotzdem ein synthetischer Vanilleduft mit so ein bisschen Kaffeenot, mit was bisschen Rauchigem, mit so ganz leichten Leder-Latex-Assoziationen. Kann auch Safran sein, man weiß nicht so richtig, was drin ist, aber ich tippe vor allen Dingen erstmal auf so eine typische Vanille-Tonka-Moschus-Basis und dann hat man da halt so ganz schön viel Chemie reingekloppt. Es gibt aber einen Duft,
der deutlich besser wegkommt und der sehr, sehr ähnlich riecht. Nicht gleich, aber wirklich sehr, sehr, sehr ähnlich. Und das ist der neue Eau de Ombre Leather von Tom Ford. Und da merkt ihr erstmal, was teilweise, also hätte man dem hier nicht diese Ficky-Ficky-Geschichte aufgedrückt, ne, und nicht dieses ganze Sadomaso-Ding drumherum, hätte der nicht diese Bewertung. 6,5, das ist, also viel weiter drunter geht es nicht, außer Hank, die kommen noch weiter drunter. Dabei ist das kein schlechter Duft. Also wie gesagt, probiert den mal aus, ist natürlich nichts für die Arbeit, ist jetzt auch vielleicht nichts fürs erste Date oder fürs Dinner, wobei ich den damals als Date-Duft durchaus durchgehen habe lassen. Kommt natürlich darauf an, wo man sich trifft, ne? Wenn ihr euch dann da irgendwie, wie gesagt, im Berghain trefft oder auf einer Party, die analog ist zu dem, was der Gualtieri da in seinem Video zeigt, dann mag das passen. Aber auch so an einem kalten Nachmittag kann man das mal machen. Muss man mal ausprobieren, ist auf jeden Fall viel, viel besser als sein Ruf, der gute Sadonaso. So Freunde, jetzt sind wir durch. Und ich bin mal so gespannt auf eure Meinung. Kennt ihr die Düfte? Findet ihr die auch alle schlecht oder findet ihr die gut? Was sind denn so Düfte in eurer Sammlung, wo ihr sagen würdet, ja, die sind auch schlecht bewertet, aber die finde ich mega geil? Schreibt mir es in die Kommentare. Ich freue mich über jeden Kommentar. Ich möchte mich auch nochmal bedanken über die netten Kommentare unter den letzten Videos. Bedeutet mir immer sehr viel. Vielen lieben Dank. Wenn euch auch das Video wieder gefallen hat, was ich hoffe, dann gebt doch gerne ein Like, ja, lasst einen Daumen nach oben da und ein Abo am besten auch. Macht die Glocke an, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Guckt euch an, was wir sonst noch hier an tollen Videos auf dem Kanal haben. Mir macht es immer jede Menge Spaß und ich würde mich auch freuen, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Und deswegen sage ich erstmal alles Liebe, alles Gute und tschüss.